Top 10 Parfumo 2025 Parfüms möchte ich euch heute vorstellen. Ja, das sind die beliebtesten Top 10 Parfüms auf Parfumo 2025. Gleich vorweg, ich mache das Video jetzt schon mal Anfang Dezember beziehungsweise Ende November, weil es wird sich nicht mehr so viel ändern. Ich habe da schon vor ein paar Wochen drauf geschaut. Es hat sich bis jetzt nichts geändert. Daher werde ich das jetzt raushauen. Die Top 10 von Parfumo. Von euch wahrscheinlich. Ihr werdet bestimmt auch mit bewertet haben da die Düfte und ihr werdet bestimmt so einiges einiges mal überrascht sein. Ich nehme meinen Laptop, das heißt, ich werde die Düfte wieder einblenden. Jedes Mal, wenn ich solche Videos mache mit dem Laptop, werde ich es einblenden, auch wenn ich einige habe, weil dann ist es entspannter. Ja, so, wir gehen rein und zwar auf Platz 10 und das ist der Gentleman Society. Ja. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich bin jetzt auch nicht so ein Givenchy Gentleman Fan. Das einzige ist der Privé, heißt der, glaube ich, den ich ganz gut finde, aber auch der riecht ähnlich wie ein Dior. Hier haben wir Muskat, hier haben wir Wacholderbeere, wir haben Vetiver und Tabak und Leder. Ja, klingt alles schön, aber für mich ist das nicht so unbedingt ja meine DNA, beziehungsweise mein Givenchy Gentleman. Wie gesagt, nur der Privé, glaube ich, ist cool. Das andere ist gut, aber nicht unbedingt was für mich. Aber für euch oder für die meisten dieses Jahr auf Platz 10 gelandet. So, Platz 9, Stronger With You, das Parfüm. Da muss ich ehrlich gestehen, den habe ich noch nicht getestet, aber ich bin ja auch bei Stronger With You raus. Das wisst ihr ja. Was heißt raus? Ich habe jetzt das Eau de Toilette und das Absolutely mal wieder getragen vor ein paar Wochen. Es war natürlich cool, wenn man das die ganze Zeit nicht getragen hat und man, wenn mal wieder was Süßes haben möchte, dann kann man das machen. Aber irgendwo muss auch mal gut sein. Hier haben wir wieder das Parfüm. Das mag vielleicht ganz gut sein, aber es ist bestimmt trotzdem unnötig auf einer Hinsicht, weil es ist eben Stronger With You. Pfeffrig, Zimt, natürlich die Kastanie, Leder und Zeder. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Aber ich hatte mir schon fast gedacht, dass auf jeden Fall ein Stronger With You in den Top 10 sein wird. So, Platz 8, Lattafa Art of Universe, den habe ich auch. Und wenn ihr sag ich mal, hier, Blue Talisman auf, ja, Pump haben wollt, also auf richtig aufgepimpt, dann holt auf den Art of Universe. Der ist natürlich ein bisschen synthetischer, natürlich als das Original. Der ging ja hier durch die Decke, ist auch ein geiler Duft. Wenn ihr den so ein bisschen harscher, stärker haben wollt, bisschen synthetischer, dann ist der Art of Universe auf jeden Fall euer Duft mit der schönen Mandarine, Minze, Bergamotte, Ingwer und Birne, Orangenblüte. Das klingt doch alles toll mit Amber und so weiter. Also wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt für den Blue Talisman, dann holt euch Art of Universe, aber ihr müsst Abstriche machen, die Feinheit, die Tiefe und das Spritzige ist nicht ganz so, aber man hat die DNA eben schon da, nur für die Disco, für die Clubs, für die Bars, da ist Art of Universe vielleicht, vor allen Dingen jetzt, auch besser. Definitiv, weil der Blue Talisman ist mehr für den Sommer, obwohl ich ja immer der Meinung bin, ihr könnt auch Sommerdüfte im Winter tragen, weil die Duftmoleküle sich viel besser entfalten, wenn es kalt ist. Müsst ihr mal ausprobieren, ist schon geil. So, Platz 7 ist für mich der schlechteste Duft in den Top 10, Acqua di Gio Elixir. Und den gebe ich auch keine Chance mehr. Ich habe den erst nicht gehabt, dann war ich interessiert, dann habe ich ihn gekauft, dann habe ich verkauft. Dieses aquatische mit einer Fahrenheit-DNA, die schon da drin mitschwingt, das ist nicht so meins. Das gefällt mir nicht. Na klar, die Bergamotte, diese Mandarine, Muskat am Anfang ist so das übliche Acqua di Gio, aber das hätte man anders machen können, müssen, in meinen Augen. Ich liebe Fahrenheit. Aber mit dieses Aquatische so vermischt und so von Acqua di Gio, nein, das ist nicht mein Fall. Deswegen gehen wir weiter zu Platz 6, Forever Wanted von Azzaro. Den habe ich, glaube ich, einmal getestet, einmal gerochen unterwegs. Auch das ist nicht mein Fall. Wundert mich, dass es hier drin ist. Auch überhaupt dieses Wanted-Ding. Ich weiß nicht. Außer Wanted, das Parfüm. Und By Night. So, das ist schon nicht schlecht. Was heißt nicht schlecht? Die sind sehr gut. The Most Wanted weiß ich gar nicht, habe ich einmal gerochen. Ich glaube, die 3 kann man so machen, aber das Original und hier Forever Wanted, Himbeere, Leder, da fing schon wieder an. Das ist alles so, nee. Also, mich wundert, dass dieser Duft auch in den Top 10 ist. Aber ihr könnt ja mal gerne mal unterschreiben, hättet ihr damit gerechnet
oder nicht. Und ich werde nachher nur 1, 2, 3 erwähnen, die nicht in die Top 10 gekommen sind. Aber ja, Platz 5. So, Platz 5, da kommen wir zu einem Duft. Da hat mal ein Follower gesagt, den soll ich noch mal eine Chance geben. Ich werde das machen. Ich habe ja noch eine Abfüllung. Ich habe am Anfang gesagt, brauche ich nicht, ist überflüssig. Und zwar ist es der Bleu de Chanel Exclusive. Das Problem ist, jetzt macht Chanel ja nicht so viele Düfte. Und jetzt bringen sie auf einmal so einen raus und wieder Bleu de Chanel. An alle Designer, macht doch bitte mal eine neue Line, ohne immer Ableger. Es reicht doch irgendwann. Fällt euch nichts mehr ein, kein Name? Macht doch eine neue Line mal. Ich habe ja das Eau de Toilette und das Parfüm von Bleu de Chanel. Das Eau de Parfüm habe ich nicht, weil ich sage ja immer, wer das Eau de Toilette hat und das Parfüm, braucht das Zwischending nicht von Eau de Parfüm, weil das meistens immer dieses Zwischenspiel ist zwischen Eau de Toilette und Parfüm. Deswegen. Und nun kommt Exclusive, da kommt noch mal die Ledernote mit rein. Ich finde, ganz ehrlich, das hätte man nicht machen müssen, aber ja, ich werde es ja trotzdem noch mal testen. Genauso wie ich ja den Acqua di Gio, aber der ist ja komplett durchgefallen bei mir. Der ist gut, der Exclusive, aber ich werde noch mal 1, 2 Mal testen. Aber für euch hier oder für diejenigen hier auf Platz 5. Ja. So, Platz 4 ist der Carsley von Parfüms de Marly. Carsley. Ja, für mich ein sehr guter Duft. Für viele ist er durchgefallen, wahrscheinlich, weil das nicht so typisch Parfüms de Marly ist, aber der Carsley und der Carsley passt zu den Greenlay und so weiter, pipapo, zu dieser Reihe. Es ist so pfeffrig, würzig, was heißt würzig? Es ist pfeffrig, frisch, holzig. Und ich finde ihn gelungen, ich mache ihn sehr gerne tragen, deswegen Platz 4, auf jeden Fall top. Also ich muss schon sagen, hier haben wir das wirklich Bergamotte, Ingwer, das pfeffrige, Neroli nehmt ihr nicht wirklich wahr, also für Leute, die kein Neroli mögen, also testet den mal aus. Schönes Teil. Bis jetzt hat übrigens keiner, der in den Top 10 ist, eine 8,0 bei Profumo von der Bewertung. Das ist schon, ja, gucken wir mal. Platz 3, weil ich da gerade von geredet habe. 8,8 Bewertung, bei 233 Bewertungen allerdings. Aber trotzdem gut. Und das ist der Marva. Ich habe ihn eingeblendet, ich kenne den Duft nicht, aber das ist ein ähnlicher Duft wie der Imagination. Und da bin ich raus, egal wie gut der ist und wie günstig der ist, obwohl Angebote, es gibt keine Verlinkung hier, da geht's nur nach eBay und da sind sie teuer. Vielleicht gibt's den auch schon gar nicht mehr. Ist auch egal, vielleicht komme ich da irgendwann unter der Nase und der ist bestimmt auch gut, aber es gibt ja Art of Arabia 1, glaube ich, ist auch ein Imagination oder Imagination, immer wie es auch ihr aussprechen wollt. Aber ich denke mal, das Original bleibt einfach das Original. Und da sollte man bei bleiben. Aber für die Leute, die eben nicht so viel Geld ausgeben wollen, können, müssen und so, ist das natürlich stark. Und ich kann mir vorstellen, dass der bestimmt gut ist. Platz 3, ja. Ich glaube, alles, was mit Imagination, es klappt einfach wunderbar. So, Platz 2. Ja, das ist für mich die 1. Für mich wäre es Platz 1. Und mich wundert, dass das hier drin ist. Weil, der ist teuer. Hat Beast Mode Haltbarkeit, Beast Mode CH, Purpose 50 oder Purpose 50 von Amouage. Starkes Teil. Also wenn ihr mal richtig Geld ausgeben wollt, der Purpose ist eine Vollendung, ein Meisterwerk im Flakon. Ich kenne tatsächlich die normale Version, die normale Version nicht. Der Purpose 50 Weihrauch, Bergamotte. Es ist einfach ein würzig-holziger Duft, aber eine Vollendung. Eine Vollendung überhaupt, ein absolut geiles Teil, wird noch in meine Sammlung wandern. Ist ein schönes Teil. Und ja, Sandelholz, eine schöne Rose mit Safran, auch noch WTW verfeinert. Alles, dieses ganze Zusammenspiel, was Amouage da hingekriegt hat, ist nice. Aber auch das Normale soll sogar sehr gut sein. Soll ein bisschen harscher sein, auch ein bisschen männlicher. Muss ich auch noch mal testen. So, Platz 1. Ja, ist geil. Und da muss ich auch noch was. Das ist der Le Male Elixier Absolu oder Absolu. Ja. Und das ist das, was ich gesagt habe. Bin der Meinung, ich hatte das Video mal gemacht, den Vergleich, wenn ich das gemacht habe. Ich weiß nicht, ich mache so viele Videos, werde ich das hier einblenden. Das Elixier war ja schon so gut getroffen. Schöne Süße. Denn diese Lavendel-DNA, beziehungsweise die Kaugummi-Style von Matrosen von früher, diese Vintage-Version. Aber das Absolu, was erst nicht gut angekommen ist, aber bei mir ja. Und das zeigt mir auf Platz 1, es ist einfach im Endeffekt
das vollendete Elixier, weil das Elixier, dürft ihr nicht vergessen, war extrem süß. Das wurde jetzt hier ein bisschen zurückgenommen. Es wurde auch ein bisschen, schade auf einer Hinsicht, ein bisschen vielleicht die Vintage-Version Lavendel, Kaugummi-Style DNA ein bisschen zurückgenommen. Aber insgesamt ist das Le Male Elixier Absolu komplett geschlossen, perfekt zusammengefügt. Also, dass Jean-Paul Gaultier da noch einen draufsetzt, ist genial. Also da kann man mal sehen, dass Jean-Paul Gaultier kriegt das immer wieder hin, weil wir haben ja das Le Parfum. Also es kam ja erst Le Male, das ist ja immer der Klassiker, der bleibt ja immer noch stehen. So, und dann kamen viele Varianten, die richtig gut sind. Und dann kam irgendwann, und das hat nicht mehr so gezündet, außer das Original immer noch. Und dann hat er mit den Le Parfum schon einen Klassiker wieder rausgehauen. Richtig nice geworden. Aber dass er dann mit den Elixier, wie gesagt, absolut auch noch mal was raufhaut, ist absolut bombastisch. Ja, ist wirklich nur nice. Und ja, was soll ich da sagen? Also hier Tonkabohne und so weiter, ihr kennt das Pflaumen mit Zimt, Lavendel. Also das Absolut ist das die Vollendung. In Endeffekt könnt ihr euch das so vorstellen. Ihr könnt es veralbern, müsst ihr nicht machen, aber das Absolut Elixier könnt ihr am Tag tragen. Und wenn ihr so in die Bars nochmal gehen wollt, tragt ihr nochmal das Elixier normal auf, weil das irgendwie süßer ist. So, ist veralbern, braucht man beide. Wie gesagt, wenn ich das Video gemacht habe, guckt mal rein und so weiter. Ja, das war Platz 1. Ja, bei mir war das, wäre es der Purpose gewesen, aber das ist schon soweit gut. Aber da sind eben einige, schreibt mal runter, wo ich sage, oha, hätte ich nicht mitgedacht, dass das, guck mal, der Camera, jetzt nehme ich mal ein paar, die nicht das in die Top 10 geschafft haben. Der Camera, Dukan, der neue, auf Platz 12. Cool Elixier von David auf 15. Der neue, oh, der ist schon auch schon drin, auf Platz 15. Gucci Getty, das neue Ding da. Ach nee, das ist normal, Parfüm pur Homme. Boss Bottle Beyond auf Platz 20, obwohl der soll ja, nee, den habe ich gerochen, einmal auch, der war schrecklich, glaube ich, ja. Dann haben wir noch ein Stronger Review auf 21. Wir haben cool, guck mal, das Code Elixier, das neue, was wirklich gut ist aber auf 22. Tja, Roma Umo, Extremo auf 27, ja und so weiter und so fort. Das erste Rabanne Million Gold Elixier ist auf 31 und so weiter. Ja, ihr könnt ja mal unterschreiben, ob ihr das so erwartet hättet. Das würde mich mal interessieren. Und wie gesagt, es wird sich jetzt nichts mehr ändern. Ich denke mal, das wird die Nummer 1 bleiben dieses Jahr 25 bei den Herren. Das sind Herrendüfte. Und ja, ihr könnt ja mal unterschreiben. So, Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann auch nicht. Wenn eben nicht, ist eben so. So, dann lasst ein Abo da und dann gehen Grüße raus an meine Mitglieder und Grüße an euch alle. Ich bin hier gerade abgelenkt, was hier liegt. Egal. Und dann sehen wir uns bald wieder, Freunde, und bis zum nächsten Mal.